Das rätselhafte Berghotel. Paul ist 24 Jahre alt und studiert Tourismusmanagement. Eines Tages bekommt er einen merkwürdigen Brief. Darin steht, dass er zu einem Eröffnungswochenende in ein Berghotel eingeladen ist. Ganz kostenlos. Er kennt den Absender nicht, aber das Angebot klingt spannend. Da er Ferien hat, beschließt er, das Abenteuer zu wagen. Paul fährt mit dem Zug in eine kleine Stadt in den Alpen. Dann nimmt er einen Bus, der ihn in ein abgelegenes Tal bringt. Das Wetter ist sonnig, doch die hohen Berge wirken imposant. Der Busfahrer sagt: „Sie wollen ins Berghotel Alpengrund? Schon lange hat man davon nichts gehört. Viel Glück." Paul wundert sich über diese Bemerkung. An der Endhaltestelle steigt er aus. Ein schmaler Wanderweg führt zum Hotel. Nach etwa 20 Minuten Fußmarsch erreicht er ein großes Gebäude aus Holz und Stein, umgeben von Tannen und Felsen. Das Schild Alpengrund ist alt, die Fenster wirken etwas verstaubt. Trotzdem sieht das Haus im Abendlicht gemütlich aus. Als Paul die Eingangstür öffnet, quietschen die Scharniere. Im Foyer steht eine ältere Dame in einer altmodischen Uniform. „Willkommen im Berghotel Alpengrund", sagt sie kühl. Er gibt ihr den Brief, doch sie reagiert, als wüsste sie nichts davon. Dann überreicht sie ihm wortlos den Schlüssel zu Zimmer 13. Das Licht flackert leicht im Flur, und Paul spürt eine seltsame Atmosphäre. Im Speisesaal sitzen bereits 4 andere Gäste. Eine junge Frau namens Julia, ein älterer Mann namens Herr Vogel, ein sportlicher Typ namens Markus und eine elegante Dame, Frau Blum. Alle haben den gleichen Einladungsbrief bekommen. Paul setzt sich zu ihnen und sie tauschen ihre ersten Eindrücke aus. Keiner weiß, wer hinter dieser Gratiseinladung steckt. Nach dem Abendessen geht Paul auf sein Zimmer. Die Holzdielen knarren unter seinen Schritten. Plötzlich hört er ein merkwürdiges Kratzen an der Wand. Als er das Licht einschaltet, verschwindet das Geräusch. Er denkt, es sei vielleicht der Wind. Doch in dieser Nacht schläft er schlecht, weil die Geräusche immer wieder auftauchen. Am Morgen treffen sich die Gäste zum Frühstück. Julia berichtet, dass sie ebenfalls in der Nacht Schritte auf dem Flur gehört hat, obwohl niemand zu sehen war. Markus meint, er habe draußen im Wald ein Licht beobachtet, das sich bewegte. Herr Vogel zuckt nur mit den Schultern, während Frau Blum sagt, sie habe kaum geschlafen. Endlich erscheint die Hotelbesitzerin, Frau Neumann, eine ältere, elegante Dame. Sie begrüßt alle mit einem Lächeln. „Schön, dass Sie hier sind. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Aufenthalt." Auf die Frage, warum alles kostenlos sei, antwortet sie nur ausweichend: „Es ist eine Werbeaktion, um unser traditionsreiches Haus bekannter zu machen." Paul ist nicht ganz überzeugt, aber er schweigt. Zur Auflockerung schlägt Markus vor, gemeinsam eine Wanderung zu machen. Julia, Paul und Frau Blum stimmen zu. Herr Vogel bleibt im Hotel. Während des Aufstiegs reden sie über ihre Berufe und Hobbys. Paul erzählt vom seltsamen Brief. Markus murmelt, er suche einfach nach Abenteuer, und Julia meint, sie wolle nur ein ruhiges Wochenende genießen. Als sie durch den Wald gehen, entdecken sie am Boden ein altes, verwittertes Schild. „Stollen, Zutritt verboten." Darunter liegen alte Zeitungen aus den 1950ern. Paul wird neugierig, sammelt einen Fetzen auf und erkennt die Schlagzeile: „Berghotel Alpengrund schließt nach mysteriösem Vorfall." Was war denn damals passiert? Nachmittags kehren sie zurück. Im Foyer versucht Paul mit Frau Neumann über die alten Zeitungsfetzen zu sprechen. Doch sie blockt sofort ab und sagt: „Das ist lange her. Unser Hotel hatte schwere Zeiten, aber jetzt ist alles in Ordnung." Ihre Augen wirken unruhig, als wolle sie etwas verbergen. In der zweiten Nacht schlägt gegen 3 Uhr morgens plötzlich ein Alarm an. Die Gäste rennen verschlafen in den Flur, doch es ist keine Rauchentwicklung zu sehen.
Frau Neumann erscheint im Nachthemd und behauptet, es sei ein technischer Defekt. Sie bittet alle, wieder ins Bett zu gehen. Paul spürt eine Gänsehaut. Irgendetwas stimmt hier nicht. Am folgenden Tag entdeckt Paul im Keller eine verschlossene Tür. Er rüttelt am Griff, aber sie bewegt sich nicht. Er hört jedoch ein leises Klopfen von innen. Verunsichert läuft er nach oben und erzählt Julia davon. Gemeinsam beschließen sie, nach einem Schlüssel zu suchen. Beim Mittagessen fällt auf, dass die ältere Dame vom Empfang nicht mehr da ist. Frau Neumann behauptet, sie sei erkrankt und abgereist. Auch ein junger Kellner ist plötzlich weg. Markus flüstert Paul zu. »Das ist doch sehr merkwürdig. Was geht hier vor sich?« Herr Vogel tut so, als interessiere ihn das nicht, aber seine Hände zittern leicht. In der Nacht trifft sich Paul mit Julia und Markus, um die verschlossene Kellertür zu untersuchen. Auf leisen Sohlen schleichen sie dorthin. Julia hat einen Dietrich aus ihrem Auto geholt, weil sie mal einen Survival-Kurs gemacht hat. Nach einigem Probieren klappt es tatsächlich, die Tür springt auf. Dahinter führt ein dunkler Gang in den Fels hinein. Im Gang stehen alte Kisten und verstaubte Möbel. Dann finden sie einen Raum mit vergilbten Dokumenten, Fotos und Plänen des Hotels. Darauf steht Umbau nach dem Unfall von 1953. Sie lesen von einem tödlichen Unfall eines Gastes, der nie aufgeklärt wurde. Seitdem soll es in diesem Hotel spuken. Die ehemalige Besitzerfamilie soll bankrott gegangen sein. Plötzlich taucht Frau Neumann mit einer Taschenlampe auf. »Sie haben hier nichts zu suchen«, zischt sie. Julia konfrontiert sie mit den Dokumenten. Da bricht Frau Neumann in Tränen aus. »Mein Vater war damals der Hotelmanager. Dieser Unfall hat unser Ansehen ruiniert. Doch ich habe alles wieder aufgebaut. Ich wollte mit der Gratiseinladung das Hotel neu beleben und beweisen, dass hier nichts passiert.« Frau Neumann erzählt, dass die seltsamen Ereignisse zum Teil von sabotierendem Personal verursacht wurden, das auf eine Entschädigung klagte. Es gibt hier keine Geister, aber einige ehemalige Mitarbeiter haben Rache geschworen und versuchen, Gäste zu vertreiben, gesteht sie. Außerdem habe es technische Probleme mit der alten Alarmanlage gegeben. Herr Vogel, der ältere Mann, taucht plötzlich auf und gesteht, dass er einer dieser alten Mitarbeiter sei. »Ich wollte das Hotel endgültig ruinieren. Wir wurden damals entlassen, ohne Abfindung.« Er hat die Geräusche und den Alarm manipuliert, um das Hotel leer stehen zu lassen. Markus kann ihn überwältigen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet. Nach dieser spannenden Enthüllung klärt sich alles auf. Die Polizei wird gerufen, Herr Vogel wird abgeführt und Frau Neumann entschuldigt sich bei den Gästen. Paul, Julia und Markus beschließen, ein paar Tage zu bleiben, um den echten Charme des Berghotels zu genießen. Sie erkennen, dass es ein wunderbarer Ort ist, ohne Spuk und ohne Verrat. Am Ende ist Paul froh, dass er gekommen ist, denn er hat nicht nur ein Rätsel gelöst, sondern auch neue Freunde gefunden,